1, 2, 3 im Sauseschritt rast die Zeit. Wir rasen mit. 5 Jahre schon ist er Chefredakteur von National Geographic World. 5 Jahre heimlicher Star in Hörbuch, Zeitschrift und TV. Zeit für eine Party. Eine Überraschungsparty. Psst, nichts verraten. Hier kommt... Marvi Hämmers Hörbuch zum Magazin. Mit, Alvina. Wo ist mein Text? Mit, Jexy, Ming und Roberto. Roberto, Ming und JC. Sagtest du schon, Chef? Und mit dem unfassbar spannenden, spontan vorbereiteten Sennenhund und Gehirnzellenschwund gibt's denn heute kein Thema. Ecco mio, das ist kein Spaß, mal eben so auf der Erde zu landen. Hitzeschild raus und rein in die Atmosphäre. Und das mit einer Kiste, die noch nicht ganz ausgereift ist. Ich sag nur Rückrufaktion. Hoffentlich ist das Marvi-Mobil kein Montagsmodell. GÜV. GÜV? Ich bringe das Marvi-Mobil zum GÜV. Galaktischer Überwachungsverein. Dann tschüss. Ich mein tschüss. Ich schau mich inzwischen mal um. In meinem alten Studio. Altes Heim und Glück allerhin. Hat sich kaum was verändert. Mein Schreibtisch. Check. 7 Kontinente. Ich düse um die Welt. Tschakabu! Neuer Song. 7 Kontinente. Weil es mir gefällt. Tschakabu. Was ist denn das? Wow. Glitzert wie die Sterne im Andromeda-Gürtel. Eine Zahl. Eine 5. Eine große, strahlende 5. Meine World Reporter. Vielleicht wissen die ja, worum es heute geht. Ich moderiere hier eine Sendung und kenne das Thema gar nicht. Congratulations! Congratulations! Ups. Danke. Oh, super, dass ihr daran gedacht habt. Ja, woran eigentlich? 5 years Editor-in-Chief. Not bad. Chefredakteur? Na klar, knallharter Job, Mann. 5 years radio show host. Not bad either. Stimmt, die ganzen Hörbücher, genau. 5 years as a TV star. Super cool. Das geht runter wie Öl. Aber Marvi Hämmer bleibt auf dem Teppich. Wichtig ist doch nur eins, meine Lieben. Die Liebe zur Sache. Der Herzenswert des Ganzen. Moment mal. Ihr habt ja meine ganzen Songs vergessen. Typical Marvi. He has never been modest. Positiv. Bescheidenheit ist nicht seine Stärke. Wo steckt ihr eigentlich? In the best bakery of the world. Roberto, chew with your mouth closed. This tastes so good. Cherry cake. We are looking for an anniversary cake. Eine Jubiläumstorte? Futter für mich. Kirschkernquark und Rattenstark. Und die schickt ihr dann ins Studio? Wait, we'll report back later. With a new adventure. Ein neues Abenteuer? Dabei fällt mir ein, wisst ihr eigentlich, welches Thema ich heute... Wenn das so ist, nicht umsonst nennt man mich den Weltmeister der Improvisation. Wisst ihr was? Wir feiern einfach zusammen. Marvi Hämmers
Biber, besten Quizfragen. 5 Jahre National Geographic World. 5 Jahre mit tierischem Wissen, spannenden Abenteuern und vielen, vielen, vielen Quizfragen. Hier kommen die verrücktesten Quizfragen aus jedem Jahr. 2004. Marvi Hämmers Pongo-Pingu-Quiz. Pinguine sind ja sehr elegante Tiere. Sie tragen alle einen Frack und sehen so niedlich aus. Aber wozu hat ein Pinguin eigentlich Flügel an seinem Frack? A, um von Eisscholle zu Eisscholle zu fliegen, wie ein Huhn. B, um zu schwimmen und zu tauchen. Oder C, um zu dirigieren. Vor vielen Millionen Jahren haben die Pinguine ihre Flügel wohl wirklich zum Fliegen benutzt. Aber da sie im Süden der Erdkugel keine Feinde an Land haben, mussten sie auch nicht wegfliegen. Und dann haben sie das Fliegen einfach verlernt. Heute benutzen sie ihre Flügel im Wasser zum Schwimmen und Tauchen. Und machen damit ganz schön Tempo. Antwort B ist also richtig. Jetzt kommt eine echt ätzende Frage. Bitte nicht diese Frage. Wieso nicht? Wieso bist du überhaupt schon wieder hier? Was macht das Marvi-Mobil? Kann ich in 45 Minuten abholen. Dann weiter im Text, ohne dazwischen zu quatschen. Ja, Chef. Forscher haben herausgefunden, dass Pinguine einen echten Düsenantrieb haben, wenn sie mal müssen. Na, ihr wisst schon, wenn sie ich sag mal, also wie weit können Pinguine denn wohl kacken? A, 20 Zentimeter, B, 40 Zentimeter, C, 3,15 Meter. Schlangenwurz und China-Kracher. Die Antwort ist wieder B. Der Weltrekord liegt bei 40 Zentimeter. So viel Druck haben die im Darm. Aber das hat auch seinen Grund. So halten sie ihre Nistplätze sauber. Ich bin schockiert. Weiter geht's zum nächsten Jahr. 2005. Marvi Hämmers Menschenaffen-Quiz. Schimpansen leben in West- und Zentralafrika. Sie kennen mehr als 30 verschiedene Rufe, die sie ganz gezielt einsetzen. Oder so. Und sie haben ganz eigenwillige Schlafmethoden. Meine Frage 2 lautet: Wie legen sich eigentlich Schimpansen zum Schlafen hin? A. Sie bauen sich auf dem Boden ein schönes Bett aus Ästen und Laub. B. Sie bauen sich ein Schlafnest im Baum. Oder C. Sie graben sich eine nette, muggelige Höhle. Na, wenn sie sich eine Höhle bauen würden, dann wären sie ja des Wahnsinns fette Beute, beziehungsweise die Beute von Jägern, wie Raubkatzen. Und ein Bett wie aus dem Möbelsupermarkt, so eins mit vielen Schrauben und Bauanleitung, bauen sie sich auch nicht. Das hält auch kein Affe aus. Ast A mit Dübel ins Wurmloch B und mittig mit Zweig C verbinden. Iltisbiss und Imbusschlüssel. Wo ist denn der Wurzelschrauber? Unter der Winkelrinde, alter Swede. Baust du noch oder schläfst du schon? Nee, diesmal ist Antwort B richtig. Jeden Abend bauen sich Schimpansen, andere Menschenaffen machen das übrigens auch, ein eigenes, neues Schlafnest im Baum. Sie biegen und verschlingen dabei ganz geschickt Zweige, 3 bis 10 Meter über dem Boden. Dadurch sind sie vor Räubern sicher, die am Boden umherstreifen. Alvina, wie schläfst du eigentlich? In einem Hochbett aus Festplatten, wo eine Halbleiter darauf führt? Träumst du von Einsen und Nullen? Ja.
Ich schlafe nie. Das werde ich überprüfen. Ach, ja? Ich bin ein Meisterdetektiv. Ich glaube, ich werde doch müde. 2006. Marvi Hämmers Da, Detektivquiz. Eine Ausbildung zum Detektiv gibt es nicht. Jeder kann sich hier Detektiv nennen. Er muss nur ein Gewerbe anmelden, wie ein Händler. Dabei muss er allerdings ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Und dann kann er loslegen mit dem Observieren. Achtung, was genau macht man eigentlich beim Observieren? A. Dem Verdächtigen Obst servieren. B. Dem Verdächtigen ein Getränk spendieren. Oder aber C. Den Verdächtigen ausspionieren. Heimlich. Obst servieren, Getränk spendieren. Vielleicht ein Wahrheitsserum? So ein Quatsch. Antwort C ist richtig. Observieren heißt, den Verdächtigen heimlich zu beobachten. Möglichst, wenn er etwas anstellt. Ohne entdeckt zu werden. Das ist die wahre Kunst. Aus dem Auto raus oder hinter dem Gebüsch. Fotos machen. Klick, klick, klick. Sag mal, Cheese. Wow, Alvina, du überraschst mich immer wieder. Hat doch der elektronische Silbenhäcksler eine eingebaute Kamera? Naja, hat ja mittlerweile jedes Handy. Lass mich doch mal ein Foto von dir machen, Alvina. Nein, ich trage noch meine Nockenwickler. Naja, so schlimm wie Ivram kannst du gar nicht aussehen. Hey, erinnert ihr euch noch an den komischen, kosmischen Frosch vom Planeten Xodarab? Der durfte mein Quiz mitmoderieren. Zuerst ging's um Aliens, die angeblich in der sagenumwobenen Area 51 landen. 2007. Marvis und Ivrams Ali, hallo, Alien Quiz! Area 51, auf Deutsch 51, ist ein inoffizielles Sperrgebiet des amerikanischen Militärs und liegt in Nevada, USA. Genau. Weiß denn jemand, wer der berühmteste außerirdische Filmheld ist? A. Ivram vom Planeten Xodarab. B. Tinky Winky. Oder C. E.T. Tinky Winky. Teletubbies können ja überhaupt nicht sprechen. Antwort C ist also richtig. E.T. In diesem Film versteckt sich der außerirdische E.T. bei dem 10-jährigen Elliot. Verstecken tut sich übrigens auch etwas hinter dem Namen Hubble. Aber was? A. Das neue Super-Kaugummi Hubble-Gum. B. Das Hubble-Weltraumteleskop. Oder C. Das Schlagerduo Hubbel-Dubbel. Schlagerduo Hubbel-Dubbel. Mit dem Hit Theo, wir fliegen zum Mond. Oder vielleicht der Alien mit der Mundharmonika. Klappe, Frosch. Natürlich ist Antwort B richtig. Hubble steht für Hubble-Weltraumteleskop. Das über 11 Tonnen schwere Gerät untersucht das Universum und ferne Galaxien. Das war witzig. Dabei war Ivram nur ein galaktischer Aufschneider. Aber du hattest doch viel Spaß mit ihm. Willst du ihn bei Gelegenheit wiedersehen? Du meinst, es gibt diesen Planeten Xodarab wirklich? Wo alle rückwärts sprechen? Oralk. Ja, jetzt fang ich auch noch an. So. Das waren die besten Quizfragen. Gewonnen haben wieder alle, die mitgemacht haben. Aber jetzt gibt's wirklich was zu gewinnen. Jetzt kommt mein Jubiläumsquiz.
Wer fleißig Hefte gelesen und CDs gehört hat, muss jetzt unbedingt mitmachen. Ich, Marvi Hämmer, stelle ein paar Fragen zu mir selbst. Lass mich das tun. Ich bin objektiver. Ja, du hast ein Herz aus Blech. War nicht so gemeint, Alvina. Nur ein kleiner Spaß. Auf geht's. 3 Fragen. Wer gewinnen will, schaut im Heft auf Seite... Alvina? Seite 52. Danke. Zu gewinnen gibt's übrigens einen Besuch im Marvi Hämmer Studio. Na dann mal los. Muss doch eine Ehre für dich sein. Eine Herzensangelegenheit. So wie Marvis TV-Sendung im Mittelpunkt von... Marvi Hämmer präsentiert National Geographic World. Stehen Filmbeiträge über die Natur und spannende Expeditionen in ferne Länder und fremde Kulturen. Damit so ein Film in der Sendung in der richtigen Länge zu sehen ist, muss man ihn A. schneiden, B. waschen, C. legen. Du kannst ja richtig witzig sein, Alvina. Wer die richtige Antwort weiß, blättert das Heft auf und macht ein Kreuzchen an der richtigen Stelle. Und jetzt die zweite Frage. In der TV-Sendung hört man nicht nur JC, Ming und Roberto, man sieht sie auch. Bevor sich die World Reporter quietschebunt auf dem Fernseher tummeln, werden sie A. in Stein gemeißelt, B. aus Ton geformt, C. auf Papier gezeichnet. Auch hier bitte die richtige Antwort ankreuzen und die passenden Buchstaben merken. Kommen wir zur Hauptperson der TV-Serie, der Zeitschrift und der Hörbücher. Ich bin gespannt. Ein frecher, wissbegieriger Nager. Ein richtiger Nimmersatt. Bevor der aber im Fernsehen herumspringen kann, wird er A. frisiert, B. animiert oder C. glasiert. Ich bin doch nicht aus Glas. Psst, nichts verraten. Übrigens, es gibt im Heft noch 7 weitere Fragen. Also schön weiterraten. Dann habt ihr das Lösungswort. Alvina, weißt du, was mich ein kleines bisschen nervös macht? Ich kenne immer noch nicht das Thema meiner Hörreportage. Aber ich. Du? Überraschung! Da du ja heute so eine Art Geburtstag hast, habe ich ein paar tolle kleine Geschichten gesammelt. Wie Kinder in aller Welt Geburtstag feiern. Das ist nämlich ganz unterschiedlich. A wie Angebinde. Der Name wurde ursprünglich für Patengeschenke verwendet, die einem kleinen Baby bei der Taufe an die Kleidung und in das Wickelkissen eingenäht wurden. Noch viel früher, so ist es überliefert, band man den Geburtstagskindern die Geschenke doch tatsächlich an die Arme oder an den Körper. Geburtstagsgedichte hießen übrigens lyrische Angebinde. B wie Biss. Wer früher in England freudig in sein Stück Geburtstagskuchen biss, Autsch! konnte sich trotz Zahnschmerzen freuen. Hatte er eine Münze zwischen den Zähnen, so hieß es, würde er später sehr reich werden. Hierzulande existiert ein anderer Brauch. Das Geburtstagskind soll die Kerzen auf dem Kuchen auf einmal ausblasen. Dann geht ein Wunsch in Erfüllung. C wie Chor. Der berüchtigte Geburtstagschor. Da schmerzen meine Dioden, wenn ich nur dran denke. Kleiner Tipp: Bei Happy Birthday tief genug anfangen, zum Beispiel beim Mittel C des Klaviers. Sonst wird's später zu hoch. D wie Datum. Warum feiern die Menschen in manchen Ländern und Gegenden keinen Geburtstag? Ganz einfach, weil sie das Datum nicht kennen.
Manche Behörden haben dort erst in den letzten Jahrzehnten erfasst, wie ein Mensch heißt und wann er geboren wurde. In vielen afrikanischen und asiatischen Ländern dagegen spielt der Geburtstag keine Rolle. E wie Erster. Ein schöner alter Brauch. Bei seinem ersten Geburtstag wurden einem kleinen Kind 3 Gegenstände hingelegt. Ei, Geldstück und Buch. Griff es nach dem Ei, würde es Bauer oder Bäuerin werden. Entschied es sich für das Geldstück, Kaufmann oder Kauffrau, Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, wenn es das Buch wählte. F wie Fontane. Von Theodor Fontane ist ein Geburtstagsgedicht überliefert. Lieber Vater, du bist kein Kater. Du bist ein Mann, der nichts Fettes vertragen kann. Mit 10 Jahren hat der kleine Theodor das geschrieben. Auch große Dichter fangen klein an. G wie Geschenke. Für manche das Wichtigste beim Geburtstag. Heute sollen Geschenke Spaß machen. Früher dachte man nur praktisch. Meist wurden die Kinder neu eingekleidet. Wenn man Glück hatte, bekam man sein Lieblingsessen. H wie Happy Birthday. Kindergeburtstag in den USA. Ein Erlebnis. Fast so gruselig. Pardon, ich berichtige mich. So schien wie Halloween. Alle tragen lustige Mützen und die reichen Familien übertreffen sich gegenseitig mit angemieteten Clowns und Jongleuren. Die Geburtstagstorte ist riesig und dient als Nachtisch für Pizza oder Burger. Wer nicht zu Hause feiern will, beauftragt einen Veranstalter für Kindergeburtstage. Der wird auch mit der ganzen Schulklasse fertig. I wie I. Was das Essen angeht, kann man bei Kindergeburtstagen ganz schön falsch liegen. Zum Beispiel bei selbstgemachter Pizza. Der eine mag keine flüssigen Tomaten, die nächste keinen überbackenen Käse und der Rest keine Champignons, Paprika oder Salami. Ich habe gehört, dass Weingummi und Chips immer gehen. Oh, Chips, Käse, Würstchen, geht immer. Champignons, Paprika, Salami, Pizza auch, alles. Immer her damit. Oh, Futter, ich hätte allmählich Knast. J wie Japan. In kaum einem Land wird unterschiedlicher gefeiert. Das geht schon mit der Geburt los. Neugeborene sind dann auf einen Schlag 1 Jahr alt. Am nächsten Neujahrsfest werden sie gleich 2. Besonders feierlich wird am Ende des 3., 5. und 7. Jahres gefeiert. Der Grund? Man glaubte, dass die schlimmsten Kinderkrankheiten dann überstanden sind. Manche Familien tragen zu diesem Anlass traditionelle Kimonos und gehen in den Tempel. K wie Kaffeebohne. Wurde früher gerne im Geburtstagskuchen versteckt. Wer sie fand, dem sollte sie Glück bringen. L wie Lebenslicht. Noch ein Aberglaube. Kerzen hatten immer schon eine besondere Bedeutung. Besonders das Lebenslicht in der Mitte. Das musste ganz langsam niederbrennen und durfte auf keinen Fall ausgeblasen werden. M wie Muslime. Man hört immer wieder, dass Muslime keinen Geburtstag feiern. Das stimmt aber heute nicht mehr. Vor allem, wenn sie in Europa und Amerika leben. Der Glaube verbietet das Feiern nicht. Gilt doch der Geburtstag als ein weltliches Fest. N wie Namenstag. Dieser Tag war in katholischen Familien vor einigen Jahrzehnten wichtiger als der Geburtstag. Dazu musste man so heißen wie ein Heiliger. Zum Glück gibt es davon viele. Sie heißen Emanuel, Nikolaus, Adele oder Johanna. Es gibt aber auch Heilige mit gebräuchlichen Namen wie Michael oder Mareike. Die Protestanten, die im 16. Jahrhundert von der Heiligenverehrung abrückten, stellten dann den Geburtstag in den Vordergrund. Inzwischen hat sich der Geburtstag fast auf der ganzen Welt durchgesetzt. O wie Oma und Opa. In Vietnam feiert man am sogenannten Sternentag die Ahnen der Familie. Je älter der Mensch, desto bedeutender der Geburtstag. Der 60., 70., 80. Geburtstag ist also wichtiger als ein Kindergeburtstag. P wie Papua-Neuguinea.
Bei den Ureinwohnern des pazifischen Inselstaates sind Geschenke genau festgelegt. Schenkt einer eine Halskette aus roten Muscheln, erhält er als Gegengeschenk einen Armreifen aus weißen Muscheln. Immer. Es gibt also keine Überraschungen, aber auch keine Enttäuschungen. Diese Geschenkzeremonie nennt man Kula. Kuvi quinceañera. So nennt man in Mexiko den 15. Geburtstag der Mädchen. Das Fest geht auf einen alten aztekischen Brauch zurück. Ein anderer Geburtstagsbrauch ist die Piñata. Das ist ein Gefäß oder eine Tierfigur aus Pappmaché. Mit verbundenen Augen schlagen die Gäste mit Stöcken darauf ein. Wenn die Piñata dann kaputt geht, fallen Süßigkeiten heraus. R wie Rom. Im alten Rom wurde nicht das Geburtstagskind, sondern sein Schutzgeist gefeiert, der sogenannte Genius, der ein Familienmitglied ein ganzes Leben lang begleiten sollte. Man legte weiße Kleider an und opferte Kuchen, Wein und Weihrauch auf einem Altar. Und das jeden Monat. Es wie Sache des Adels. Früher feierten nur Adlige ihren Geburtstag. Manche Feste waren sogar öffentlich und sollten die Macht der Herrscher zeigen. Erst im 17. Jahrhundert ahmten reiche Bürger diesen Brauch nach. Geburtstage als Familienfeste kamen im 18. Jahrhundert zuerst in den Städten in Mode. Auf dem Land setzten sich Geburtstagsfeiern nur langsam durch. Tee wie Tüte, Mehl. Den weißen Inhalt bekam man in einigen Gegenden Norddeutschlands über den Kopf, wenn man 16 wurde. Im englischsprachigen Raum kennt man den Brauch auch. Dort nennt man es Antiquing, weil das Geburtstagskind hinterher aussah wie eine antike Statue. U wie Unsitte. Noch etwas aus der Abteilung. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Beim 18. Geburtstag bekam man in manchen Gegenden rohe Eier auf den Kopf geschlagen. V wie Volljährigkeit. Mit 18 Jahren ist man in Deutschland volljährig. In einigen Naturvölkern nimmt man schon mit 12 oder 13 Jahren Abschied von der Kindheit. Man muss Mutproben bestehen, zum Beispiel wochenlang in der Wildnis überleben. Dann erst gilt man als Erwachsener. Wo wird gefeiert und wo nicht? Eigentlich fast überall. Ausnahmen gibt es in Asien und Afrika. In Afrika feiert man besonders in den Ländern, die früher englische Kolonien waren. Insgesamt breitet sich also der moderne europäische Geburtstag und die Art, ihn zu feiern, immer mehr aus. Und? War's das? Ich suche einen Begriff mit X. Xylophon. In fernen Ländern, bei einigen Naturvölkern spielt man Xylophon zum Geburtstag. Das hast du dir ausgedacht. Was ist mit Y? Ist einfach. Joghurt. Zum 14. Geburtstag kriegt ein Milchbubi oder ein Milchmädchen Joghurt über den Kopf. Habe ich gehört. Joghurt schreibt man mit J. Was ist mit Z? Tzatziki. So, jetzt ist aber mal Schluss hier. Was ist denn hier schon wieder los? Ich glaube, ich spinne. Der Gummio, der Hausmeister. Und jetzt? Wie soll ich mich so schnell... Du hast es gut. Du bist eine Blechbüchse. Versteck dich hinter mir. Sag mal, ich hab doch hier schon wieder Stimmen gehört. Ich dachte, der Spuk wäre allmählich vorbei. Mann. Ich krieg schon wieder Pimpernellen. Volle Festbeleuchtung, na sicher. Wer bezahlt die ganze Sache? Na klar, wir haben's ja dicke. Kein Mensch da, aber Lampen an. Na, aber fein. Was wollen Sie denn hier? Entschuldigen Sie, schönen guten Tag. Ich bin Kurier. Ich soll hier eine Torte abgeben. Bin ich hier falsch? Torte? Ja, zeigen Sie mir erst mal. Ja, hier. Sieht ganz gut aus. Sind Sie richtig? Sind Sie schon richtig hier? Ja. Bekomme ich dann bitte eine Unterschrift? Ja, klar, Herr. Hausmeister.
So, mein Freund, bitte sehr. Tschüssikowski dann. Auf Wiederschauen. Ja, ja. Mensch, das ist ja ein Ding. Ach Gott, jetzt sehe ich erst mal die 5 hier. Glitzert wie Gold. Meine 5. Eine Geburtstagskarte. Na sicher. Zum Aufklappen. Huch. Happy anniversary! We wish you all the best for your 5-year anniversary. Die Karte kann ja reden. Jubi. Was? Moment mal. Muss ich mal rechnen. 2,8 ist jetzt. Rückwärtig wäre das 7, 2,6, 2,5, 2,4 ich ja angefangen. Ist ja klar wie Kloßbrühe. 5-jähriges Dienstjubiläum. Na, herzlichen Glückwunsch. Die Kollegen. Das ist ja rührend. Lass brennen, die Lichter. Kein Problem. So eine schöne Torte. Na, da bin ich versöhnt, das muss ich sagen. Hat bestimmt ein paar Euro gekostet, das Teil. Das kann ich ja auch schlecht alleine essen, das gute Stück. Schnell mal die anderen rufen. Haben sich bestimmt versteckt, du. Aber ich bin keine Fünfe mehr. Die olle Fieletzen, die kann so gut anschneiden. Die hat ein Händchen für sowas. Frau Fielitz! Frau Fielitz, die sind überführt. Fielitz? Oh gut. Für wie viel ist das Marvi-Mobil zugelassen? 2 Stücke Kuchen etwa. Na dann aber ran an den Speck. Die Geburtstagskarte. Die, hä? Erst hören, dann Torte. Ach so. Ja, dann klappe ich die Karte noch mal auf. 5 good friends, and we're looking forward to working together for the next 5 years. Or even longer. Na klar. 5 Freunde. Moment mal. JC, Ming, Roberto, Marvi und Alvina. Du hast ja doch ein Herz. Ich bin doch auch nur ein kleines Mädchen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Na egal. Komm, lass dich mal in den Arm nehmen. Negativ. Ich bin emotional noch nicht so weit. Huch, du glühst ja richtig. Heiß im Studio. Los, wir müssen zum Marvi-Mobil. Genau. Und inzwischen gibt's meine World Reporter Show. Marvi Hämmers World Reporter Show. Jetzt wollen wir mal hören, was meine World Reporter erlebt haben. Viel Spaß. Enjoy yourself. Hier ist das neueste Abenteuer von JC, Ming und Roberto. Schlagt das Heft auf und lest einfach mit. Let's listen to the comic first. Please turn to page 48. The World Reporters and Their Night Adventure. Wow, die sind ja bei den Rittern. Ritter, das sind lebende Blechbüchsen wie ich. Dann erzähle ich mal, worum es geht. Also, die World Reporter reiten als Ritter über eine Wiese. JC sieht aus wie ein Burgfräulein. When will we finally get there? It's not far, milady. It's spooky here. Does anybody live here? Yes, of course. In fact, people say there's a dragon! Ein Drache. Er greift sich JC, fliegt mit ihr davon und setzt sie auf dem höchsten Turm einer Ritterburg. It's flying to that castle! We have to follow them. Save me! Hurry! Doch Hilfe naht. Ming und Roberto haben den Drachen verfolgt. Die mutigen Ritter sind zu allem entschlossen. Get out of the way, you ugly beast! Uh-oh! Don't make him angry! We'll attack from 2 sides. Distract him and wait for my signal. Sure. Distract him. But how? What's up? When are you brave knights going to save me?
Schwert ist zerbrochen. JC muss sich wohl selbst retten. What great heroes! I'll have to save myself! Sie sticht ihren Dolch in ein Banner, das vom Turm herabhängt, und lässt sich daran heruntergleiten. Geschickt springt sie von der Burgmauer und löst dabei die Zugbrücke. Hey, Dragon! Catch me if you can! Ketten rasseln und die Brücke schnellt herab. 1-0 for me. Well, you two are great rescuers. Cut! Well done, actors. Na sowas. Da wurde ein Film gedreht. Der grimmige Drache war aus Pappe und die World Reporter waren als Ritter verkleidet. So, boys, which one of us is the best knight, then? Also ich finde, Milady JC war die mutigste dieses Rittertrios. Ein tolles Abenteuer. Jetzt könnt ihr zurückblättern und euch den großartigen Schnappschuss anschauen. Look at this great snapshot. Now turn to page 3. Snapshot. JC's notes. It has to eat frozen lichen, grass and bushes. The animals travel up to 5,000 kilometers a year. And they cross big rivers. Na, was gibt's in den World News? What's in the World News, Ming? Turn to page 6. World News. Ming's notes. You have got a good mark on your report. You go to the headmaster. He gives you 10 euros. Please turn to page 8. Crazy animal records. Hey, Mr. Elephant, can you hear me? Und jetzt bist du dran. Sprich die Wörter einfach nach. The disciplines. Speech. Brood. Move. Food. Venom. Sleep. Gut gemacht. JC's notes. The bird circles in the air. It discovers a thrush. The peregrine swoops down. JC's report from Kangaroo Island, Australia. Hi, Marvi. I am calling from Kangaroo Island in Australia. I want to take a picture of a koala. There is one sitting in a tree, but it isn't looking into my camera. It is asleep. I will try to wake it up. I shout, "Yoo!" Nothing happens. I throw some little stones. It is still asleep. I climb the tree and tickle it. Huh? What a sleepyhead! I have an idea. I'll feed it some eucalyptus leaves. Wake up, little koala. Here is some food. Marvi, it is working. The koala is opening its eyes, but... Oh no! I left my camera on the ground. Maybe I will have a break and sleep too. Bye. Turn to page 14, please.
Happy birthday, National Geographic World! This is a birthday card. Balloon. Flame. Candle. Icing. Guest. Cake. Letter to Marvi. Sender, Alena Diner, 14 from Laufen. Dear Marvi Hämmer, first of all, happy birthday to you and your world reporters. Thank you for this magazine. It's so cool. I hope the issues in the next 5 years will be as amazing as the ones in the last 5 years. I hope you have lots and lots of ideas. Yours, Alena. Turn to page 20 now. "30 ways to protect our Earth." This is a dustbin. Section for glass. Bottle. Section for packaging. Plastic cup. Section for paper. Newspaper. Section for waste. Banana peel. Rubbish container. Please turn to page 22 now. Dressed for the winter. Look at my new winter coat! JC's notes. A polar bear kills a seal. The white giant eats its fill. The Arctic fox is waiting. JC's report from Tok, Alaska, USA. Hi, Marvi. I am in Tok, in Alaska, USA, doing my research trip on Arctic animals. I stopped in this small town. I want to explore snowshoe hares here. Do you want to come along? Let's go! There is one! Look! Snowshoe hares have especially large and furry feet. They help them to move on top of the snow in the winter. These Arctic animals have a snow-white winter coat. It is perfect camouflage in their snow-covered habitat. The fur turns brown when the snow melts each spring. It takes about 10 weeks for the coat to completely change colour. Interesting animals, aren't they? Yours, JC. Und jetzt bist du wieder an der Reihe. Sprich die Wörter einfach nach. This is a ptarmigan. Neck. Brown feathers. Grass. Brown and white feathers. Beak. White winter feathers. Snow. Wow. Gut gemacht. Photo caption. These ptarmigans have good camouflage, cottage, courage. Photo caption. What is this ermine doing? Standing? Dancing? Lying? Turn to page 35, please. Ich hab die allertollsten Leser. Ole, ole. Die schreiben mir, was sie alles erlebt haben. Let's hear what this reader is reporting. Reader's report. Katharina Jans, 8, from Seeheim, Jugendheim.
Dear Marvi, during the last summer holidays, I went on a very special trip from my hometown to Rostock. As my father is a flight captain and also a flight instructor, he trains young student pilots. It was very exciting to watch the big Airbus performing takeoffs and landings. When I am older, I also want to be a pilot. Yours, Katerina. Turn to page 36 now. Amazing animals. JC's notes. The baby animals share their toys. They take a nap together. The tiger licks the orangutans. Please turn to page 38 now. Our eye in space. Wow! This looks like a whirlpool. Photo caption. The scientists are checking a lamp, mirror, window. This is Hubble. Und jetzt du. Antenna. Aperture door. Aft shroud. Solar panels. Clouds. Super! Photo caption. What is Hubble doing? Floating? Exploding? Sleeping? Ming's notes. Hubble flies 569 kilometers above the Earth's surface. It covers about 8 kilometers in 1 second. Hubble orbits the Earth in 97 minutes. Photo caption. These are layers of gas, fire, ice. Ming interviews Robert Fosbury. The astronomer has been working on the Hubble project since 1985. Do you like Hubble so much that you would fly into space to fix it? Yes, but I think I'm too old. I admire the astronauts who do. They are very brave and skilled. Robert, what can Hubble do for us when it is fixed? It'll have new instruments and will be more powerful than before. It'll be able to see further into space and time dimensions. What will happen to Hubble when it retires? I'm afraid we can't return it to Earth intact. That would be too expensive and dangerous for the astronauts. At some time in the future, a small booster rocket will go to Hubble and help it safely crash into the Pacific Ocean. Turn to page 46, please. Knights Wanted. Roberto's notes. A suit of armor weighs about 25 kilograms. The knight inside sweats heavily. He can only see through a slit. Und nochmal, du. Die Wörter einfach nachsprechen. Ihr erinnert euch. Hey, what a knight! Helmet. Sword! Suit of armor! Dragon! Fort! Tower! Fire! Super! And now, let's listen to fun stuff. Turn to page 52 now.
Fun stuff. Fun Stuff. Ach, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Fanfare! Do the hammer test. From the studio into the Marvi mobile. JC's tongue twister. Say this fast 3 times. Shredded Swiss cheese. 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 Haha! Applaus, Applaus, Applaus! What in the world? Und nochmal, du. Plums. Yarn. Coral. Shoelace. Red cabbage. Crayons. Orchid. Amethyst. Das war's für heute. Das war die Marvi Hämmer Show mit Marvi Hämmer. Ach so, und Alvina. Und natürlich meinen World Reportern JC, Ming und Roberto. World Reporters, go! Wir hören uns wieder, weil die Welt sich dreht. Und los geht's, ab in die Unendlichkeit. Stabilisatoren aktivieren. Hyperantrieb. Hossa! Was war's denn? Was war, was? Na, was war mit dem Marvi-Mobil? Die werden doch was gesagt haben beim GÜV. Die Bordtoilette war kaputt. Gut, dass wir keinen Pinguin an Bord hatten. Das stand aber nicht im Drehbuch. Vorsicht, Werkzeugkiste. Ich hasse diesen Weltraumschrott. Baptism presents. The name was originally given to the gifts which were sewn onto the baby's clothes and christening pillow at the baptism by the godparents. And long before that, according to stories handed down through the years, the gifts were actually tied onto the child's arms or body. Birthday poems were called lyrical gifts, by the way. Cake. Long ago, those who joyfully bit into a piece of birthday cake in England could be happy despite an aching tooth. Ouch! If they had a coin between their teeth, it was then said they would become very rich later in life. A common custom in England today is for the birthday child to make a wish and then try and blow out all the candles on the cake in one breath. The wish will then be fulfilled. Chorus. The notorious birthday chorus makes my vocal cords hurt just thinking about it. Small bit of advice. When singing Happy Birthday, try to begin with a low enough note. For example, middle C on the piano. Otherwise, the song gets too high toward the end. Date. Why don't the people in some countries and regions celebrate birthdays at all? Very simple answer. Because they don't always know the date. Some governments have only started in recent decades to record people's names and when they were born. Even when the date of birth is known, birthdays do not play a role in many African and Asian societies. The first birthday. A wonderful ancient custom. 3 objects were put in front of children on their first birthday.
an egg, a coin, and a book. If they reached for the egg, they would become a farmer. If they decided in favour of the coin, a merchant. A scientist if they chose the book. Fontana. A birthday poem delivered by Theodore Fontana went as follows. Dearest Dad, you are not a cat. You are a man who cannot eat fat. Little Theodore wrote this when he was 10 years old. Even great poets start out small. Birthday presents. For some, they are the most important part of the birthday celebration. Gifts today are supposed to be fun. In the past, they were usually practical. Children usually received new clothes and, if they were lucky, they also got their favourite meal. Happy birthday. Children's birthday parties in the USA are quite an experience. Almost as horrifying, let me rephrase that, as nice as Halloween. Everyone wears a funny hat, and the rich families take turns trying to surpass each other by hiring clowns and jugglers. The birthday cake is huge and serves as dessert after pizza or burgers. Those who don't want to celebrate at home hire the services of an organiser for children's birthday parties. Then it's possible to celebrate with the entire school class. Eee! When it comes to food at children's birthday parties, things can go terribly wrong. Homemade pizza, for example. One kid doesn't like squishy tomatoes, the other doesn't like mushrooms, bell peppers or salami, the next cheese, and so on. I've heard that gummy bears and chips are always a hit. Japan. There is hardly a country where birthdays are celebrated more differently than in Japan. Beginning at birth. Newborn children are 1 year old right off the bat, and they turn 2 on the next New Year's Day. The celebrations marking the end of the 3rd, 5th, and 7th years are extra special. This is because people believe that the worst childhood diseases have been overcome. Some families then wear traditional kimonos and go to the temple. Coffee bean. In the past, a coffee bean was hidden in the birthday cake, and as with the coin, it supposedly brought luck to whoever found it. Life light. Still a superstition in Germany. Candles have always had a special meaning, but most particularly the life light in the middle of the birthday cake. It is supposed to burn very slowly and is not allowed to be blown out under any circumstances. Muslims. It is often heard that Muslims do not celebrate birthdays. This is no longer true, especially for Muslims who live in Europe or America. The faith does not forbid celebrating, but the birthday is still regarded as a worldly celebration. Name Day or Saints' Day. Some decades ago, this day was more important than the birthday in Roman Catholic families. To celebrate, though, one had to have the same name as a saint. Fortunately, there are many of them. Some of their names are Immanuel, Nikolaus, Adela, or Johanna. There are also saints with common names, like Michael or Mareike. The Protestants, who in the 16th century moved away from the veneration of the saints, moved the birthday into the foreground. The birthday has gained acceptance almost throughout the entire world since then. Grandma and Grandpa. In Vietnam, everyone's birthday is celebrated on Tet, the Vietnamese New Year. The older the person, the more important the birthday. So 60th, 70th,
80th birthdays are more important than children's birthdays. Papua New Guinea. Natives of the Pacific Island state follow specific rules where gift-giving is concerned. If they give a necklace made from red seashells, they receive a bracelet made from rings of white seashells in return. Always. So there are no surprises, but no disappointments either. This gift-giving ceremony is called kula. Quinceañera. This is what a girl's 15th birthday is called in Mexico. The celebration comes from an ancient Aztec custom. Another birthday custom in Mexico is the piñata. A piñata is an animal figure made out of papier-mâché. It is then filled up with candy and hung up in the air. The birthday guests take turns being blindfolded and then hitting the piñata with a stick. When the piñata finally breaks open, the candy falls out and the children dive to the ground to get as much as they can. Rome. In ancient Rome, it wasn't the birthday child, but its guardian spirit who was celebrated. The so-called genius who accompanied the new member of the family throughout his or her entire life. The family dressed in white clothing and then offered cake, wine, and incense to the gods every month. Nobility. Only noblemen used to celebrate their birthdays. Some celebrations were even public and were supposed to show the power and wealth of their rulers. Rich citizens didn't imitate the custom until the 17th century. Birthdays as family celebrations first came into fashion in the cities in the 18th century. It took much longer for these celebrations to gain acceptance in the countryside. A bag of flour. Turning 16 in some areas of northern Germany meant getting a bag of flour dumped on top of one's head. This custom was also practiced in the English-speaking world and was known as antiquing, because the birthday child looked like an ancient statue afterward. Bad tradition. And something else along that line. Please do not try this at home. In some areas, the 18th birthday meant having raw eggs smashed on one's head. Maturity. In Germany, one is considered an adult at the age of 18. There are some ancient cultures where people say goodbye to their childhood at the age of 12 or 13. They often have to pass tests of courage, like surviving in the wilderness for weeks at a time. Once the child has passed such a test, he or she is considered an adult. Where are birthdays celebrated? Almost everywhere, really. There are exceptions in Asia and Africa. Some people do celebrate in Africa, though primarily in the countries that were former British colonies. The modern European birthday and the way it is celebrated continues to spread, a bit more slowly in the countryside and among the poor, but who knows? Maybe one day the birthday celebration will be the same all over the world.